Heute am Weißen Sonntag, wie Sie zu Hause, liebe Gemeindemitglieder, zünde ich auch eine Kerze hier in der Stephanus-Kirche, der Altarkerze von der Osterkerze an. Das ist ein Zeichen für uns, dass Jesus unter uns ist, wenn wir in seinen Namen zusammenkommen, um zu beten. So bezeichnen wir uns mit dem Kreuz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus Christus, gestern und heute und in Ewigkeit lebt und uns Leben schenkt, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Normalerweise treffen wir als Gläubige in der Kirche zur Sonntagmesse. Außergewöhnliche Zeiten verlangt uns außergewöhnliche Methoden, um Gottesdienst zu feiern. Auch in der Pandemiezeit, Gott tut seinen Dienst unter uns Menschen. Sei gewiss, liebe Geschwister im Glauben zu Hause, dass Gott uns nie verlässt. Er ist unsere Zuflucht. Zu ihm wenden wir uns in unseren Nöten. Aber wir haben heute auch vieles, wofür wir Gott danken können. Ein Beispiel wollte ich nennen: die Luft, die wir atmen. In der Intensivstation im Krankenhaus mit Ventilator kostet die Luft pro Stunde mehrere tausend Euros. Lebenslang atmet Gott in uns. Werden wir auch daran bewusst. Und unsere Grenzen, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und Sehnsucht, lass uns vor Gott bringen. Mein
allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasst uns beten. Wir lechzen nach Wundern, Herr, und du schenkst uns Liebe. Wir sehnen uns nach Sicherheit und du führst uns durch Risiken. Wir träumen von Normalität und du lässt uns in Abgründe schauen. Wir erbitten von dir, Herr, den Mut, über Abhängigkeiten und Ängste zu reden, das Vertrauen, neue Brücken zu bauen und um die Freude in der Kraft deiner Auferstehung Wunder zu entdecken. Du bist zum Anführer in das Leben geworden, in Jesus Christus, der mit uns durch dick und dünn geht. Deine Liebe ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. Die Gläubigen hielten an der Lehre des Apostels fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jeden so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachten ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfall des Herzens. Sie lobten Gott und waren bei ganzem Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollte. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
seine Huld währt ewig. So sollen alle sagen, die den Herrn fürchten und ehren, denn seine Huld währt ewig. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Frohlocken und Jubel erschallt in den Zelten der Gerechten. Die Rechte des Herrn wirkt mit Macht. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Der Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht. Vor unseren Augen geschah dieses Wunder. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen. Du bist mein Gott, dir will ich danken. Mein Gott, dich will ich rühmen. Danket dem Herrn, denn ewig währt seine Liebe. Liebe Geschwister im Glauben, ich wollte heute die Ansprache halten über die Lesung, was wir heute gehört haben. Die Kirche steht immer noch auf ihrem Platz, aber sie ist leer geworden. Nur in den kleinen Mengen dürfen wir Menschen sie betreten. Die Kirche sucht immer noch ihren Platz, aber er wird ihr von vielen schon lange streitig gemacht. Eine große Institution mit ehrwürdiger Vergangenheit ist auf Anfänger zurückgeworfen. Sie brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Einfalt des Herzens. So haben wir in der Lesung gehört. Die Kirche behauptet immer noch ihren Platz, aber die großen Worte verhallen. In den alten, vertrauten Formen wohnt eine unstillbare Sehnsucht. Dabei ist die Kirche so einfach, so schlicht, Festhalten an der Lehre der Apostel, treue Gemeinschaft, Brechen des Brotes und das Gebet. Dann, so heißt es, geschehen sogar viele Wunder und Zeichen. Lukas beschreibt hier das Urbild von Kirche, Wunder und Zeichen eingeschlossen, ungeachtet der vielen später hinzugekommenen Ausdrucksformen, Dogmen und Streitigkeiten. Lukas beschreibt in seiner Urgeschichte des Christentums, was eigentlich alle sehen. Die Gläubigen halten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebetes. Besonders schön ist das Wort festhalten. Eine Hand hält fest, eine Hand wird gehalten. Ich halte fest, ich werde gehalten. Wenn das nicht auch ein Wunder ist, was denn?
Eine kleine Beobachtung, aber nicht am Rande. Lukas beschreibt Kirche als österliche, als pfingstliche Geschichte. Im Evangelium heißt es, dass Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger anhaucht und mit Geist erfüllt. Ostern beseelt. In der Apostelgeschichte wird diese Geschichten in bunten Farben erzählt. Die Auferstandene gießt seinen Geist aus, wobei das Wort gießt schon von einer Fülle ausgeht, die nicht tröpfchenweise auf uns kommen kann. Und weil das nicht reicht, es ist ein feuriges Geschehen. Wir werden entzündet. Ostern steckt an, was daraus folgt. Einfach und schlicht, Menschen halten fest und werden gehalten. Sie teilen das eine Brot und sind im Gebet alle verbunden. Das ist Gottes Geist, der Geist der Liebe, lebendig, vielseitig, umfassend und ergreifend. Ein Dämon geht um. So viel Leid ist in dieser Welt. Viele Menschen sind schon einen schrecklichen Tod gestorben. Viele werden die Krise nicht überstehen. Andere Menschen haben riesige Ängste um ihren Lebensunterhalt und um ihre Familien. Sie bangen um ihre Existenz, die Verantwortung tragen in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, müssen auf Hochseilen lavieren. Sie müssen Stärke und Elastizität demonstrieren und wissen doch vieles auch nicht. Sicherheiten, die fest verankert und gut aufgestellt schienen für die Ewigkeit Makulator. Das weltweit. Die einen werden es besser verkraften, andere in Flüchtlingslagern, in Entwicklungs- und Schwellenländern noch einmal mehr an Grenzen geführt. Nein, Corona macht nicht alle gleich. Not macht einsam. Unsere Kirchen sind geschlossen, unsere Herzen aber nicht. Wir freuen uns an der Lehre der Apostel, die uns die Welt Gottes aufschließt. Wir danken für die Gemeinschaft, die uns auch in der Distanz trägt. Wir schmecken das Brot, auf der Zunge zergeht. Wir verbinden uns im Gebet mit Gott und mit den Menschen. Manchmal haben wir ein Wort, manchmal schaffen wir es nur bis zur Klage. Manchmal wächst uns aber ein großes Vertrauen an. Wie können wir eine österliche Kirche sein? Wir haben nur die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet und natürlich die Aussicht, dass viele Wunder und Zeichen geschehen. Die Kirche liebt ihren Platz, der groß ist und weit, wie die Lehre der Apostel, wie die Gemeinschaft der Heiligen, wie das geteilte Brot, wie das die Welt umspannende Gebet. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen beisammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Denen ihr sie behalten, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Steck deinen Finger hierher aus und siehe meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinen Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
So lasst uns die Fürbitte halten. Wir sind heute verbunden mit vielen Menschen, die ein Gebet sprechen, einsam, in einer Gruppe, in einem virtuellen Raum. Wir rufen dich an, Gott, unser Vater und unsere Mutter. Wir denken an die schwierigen Abwägungen, Beschränkungen zu locken. Hilf denen, die Zahlen analysieren und Entscheidungen treffen, kluge Wege zu öffnen. Gott, unser Vater und Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die vielen ungeduldig wartenden Menschen. Hilf ihnen, liebvoll und vorsichtig mit neuen Freiheiten umzugehen. Gott, unser Vater und unsere Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die bedrohten Menschen in Krisengebieten und Flüchtlingslagern. Hilf uns nicht nur, die eigene angespannte Situation zu sehen, sondern Solidarität zu üben. Gott, unser Vater und Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die Menschen, die mit der Not Geschäfte machen. Hilf uns, ihnen entgegenzutreten. Gott, unser Vater und Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Wir denken an die einsamen und verlassenen Menschen. Hilf ihnen, den Mut nicht zu verlieren. Gott, unser Vater und Mutter, wir bitten dich. Wir denken an die Menschen, die sterben müssen, besonders für alle in diesen Tagen verstorbene Gemeindemitglieder. Nimm sie in deinen Arm. Gott, unser Vater und Mutter, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater und Mutter, viele Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Gewohnt, über allen Dingen zu stehen, fürchten wir, unter die Räder zu kommen. Schenke uns den Mut der Apostel, die Kraft der Gemeinschaft, den Geschmack von Brot und ein Herz voller Gebete. Amen. Lasset uns beten.
Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit und ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diesen Tagen aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob, denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhört ist, bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Dein Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir.
bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit den seligen Jungfrauen, Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit heiligen Stephanus, heiligen Ludger, mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit. Stärke sie im Glauben und in der Liebe. Stärke unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Felix, die Gemeinschaft der Bischöfe, Priester und Diakonen, allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die hier versammelte Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Tochter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich alle unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind. Wir beten besonders für alle verstorbenen Mitglieder von unserem Verein, besonders in diesen Tagen. Nimm sie auf in deiner Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So lasst uns zusammen beten, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede Jesu Christi sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist.
Seht Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja. Ein Text zur Besinnung mit dem Titel Wenn dies alles vorüber ist. Wenn dies alles vorüber ist, mögen wir nie wieder als selbstverständlich erachten, den Handschlag mit einem Fremden, volle Regale im Supermarkt, Gespräche mit den Nachbarn, ein überfülltes Theater, Freitagabends ausgehen, den Geschmack des Abendmahls, den Routinebesuch beim Arzt, das morgendliche Chaos, wenn die Kinder zur Schule müssen, Kaffee mit einer Freundin, die Gesänge im Stadion, jeden tiefen Atemzug, einen langweiligen Dienstag, das Leben selbst. Wenn dies alles endet, mögen wir feststellen, dass wir etwas mehr so geworden sind, wie wir sein wollten, wie wir sein sollten, wie wir hoffen, sein zu können. Und mögen wir auf diese Weise besser zueinander sein, weil wir das Schlimmste überstanden haben. So lasset uns beten. Allmächtiger Gott, im heiligen Sakrament haben wir
den Leib und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese österliche Gabe in uns weiterwirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Er segne und behüte unser allmächtiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Halleluja, Halleluja. Dank sei Gott dem Herrn. Halleluja, Halleluja.